Willkommen zu einem neuen Eintrag. Dieses Mal ist es etwas kürzer. Wir machen einen kleinen Wochenendausflug zu den Twin Lakes bei Musanze. Wir heißt in dem Fall Valentin und ich mit dem Motorrad. Hoffen wir auf gutes Wetter. Wir nehmen mal das Zelt mit und hoffen, dass wir nicht davon schwimmen. Und ja, viel Spaß dabei. Ladungssicherung ist wichtig, deswegen verzurren wir da hinten alles ganz gut, damit uns auch später nichts runterfällt. Da hinten sieht es jetzt in der Tat schon ein bisschen nach Regen aus. Ich hoffe, das wird nicht allzu wild, aber möglicherweise werden wir nass. Kleine Essenspause, kurz was snacken und dann geht's weiter. Durch Musanze sind wir durch, noch ein Stück in den Norden, dann rechts und jetzt sind wir oben bei den Seen. Hier sieht man gerade nur einen da hinten und den zweiten, ja, gucken wir mal darüber. Der ist dann quasi dahinter, ein bisschen weiter oben. Oh, aber was für ein schönes Licht. Unglaublich. Jetzt fängt es leider gerade ein bisschen an zu regnen, daher machen wir kurz Pause. Und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht, ne? So wie es aussieht, gibt es hier bei den Twin Lakes ein Wasserkraftwerk, weil die Seen auf unterschiedlichen Höhenlagen sind. Fließt sozusagen Wasser vom einen See in den anderen und bei dem Übergang wird dann aus der Geschwindigkeit des Wassers Energie gewonnen. Ziemlich genial, wenn man mich fragt. Hier, das zum Beispiel ist jetzt der eine See. Und von hier nehmen sie halt das Wasser. Und der andere See ist dann ganz da hinten. Den sieht man jetzt nicht mehr, aber ja, genial. Eine Runde Bergsteigen. Wieso nicht? Dann haben wir noch einen schönen View von oben. Ui. Jetzt haben wir den Punkt erreicht, an dem man beide Seen sieht. Einmal dieser hier und dann ganz da hinten der andere, der doch einige Meter tiefer liegt. Wir waren jetzt da oben und haben einen Platz gefunden, wo wir unser Zelt aufstellen. Jetzt müssen wir natürlich noch etwas zu essen besorgen, damit wir dann auch morgen früh was frühstücken können und nicht so diesen Druck haben. Deswegen machen wir das jetzt, bauen dann unser Zelt auf und haben dann einen schönen Blick nach Osten hin, wo wir dann den Sonnenaufgang sehen werden. Also ja, das wird schön. Das war relativ starker Aufstieg, aber wir sind an dem Ort angekommen, an dem wir jetzt heute unser Zelt aufbauen wollen. Und ja, machen wir eine kurze Pause und dann gehen wir das an.
Wunderbar, das Zelt ist aufgebaut, steht, Sachen sind verladen, kuschelig machen wir uns das dann gleich noch. Und jetzt gehe ich noch ein bisschen auf Holzsuche, damit wir uns ein kleines Lagerfeuerchen machen können am Abend. Und ja, das hat doch ganz gut funktioniert, auch wenn es erstmal ein bisschen Verwirrung gab mit der Plane, aber jetzt steht's und hält uns die Nacht warm, kuschelig und trocken. Schön. Jetzt gibt es noch frisch gemolkene Milch. Wir haben hier Feuer, dann haben wir da hinten Wasser. Der Wind ist auch noch da, Erde natürlich, alle Elemente beisammen. Aber wie ihr seht, da hinten kommt der Regen so langsam. Also wird das Feuer wahrscheinlich nicht so lange brennen. Dementsprechend werden wir uns höchstwahrscheinlich demnächst zurückziehen. Aber solange es noch geht, bleiben wir beim Feuer. So, jetzt hat es regnen doch schnell angefangen. Ihr seht schon, wir sind im Zelt und haben schon richtig das Zeltfeeling hier beim Regen. Werden uns dann gleich wegpacken ins Bett bei dem entspannten Wetter hier und dann sehen wir uns morgen zum Sonnenaufgang. Was war das für ein schöner Sonnenaufgang, wow. Die Nacht hat es extrem, vor allem am Anfang extrem geschüttet, geregnet, aber die Plane von oben hat dicht gehalten. Unten ist ein bisschen Wasser durchgekommen, dementsprechend haben wir jetzt gelernt, dass wir noch eine Unterplane brauchen. Aber der Morgen und die Aussicht hier tröstet über alles hinweg, also das war wirklich unglaublich schön. Wie man morgens dann auch die Vögel zwitschern gehört hat. Dann der Ausblick auf den See. Also, das ist schon eine richtig schöne Situation hier. Dann fangen wir gleich an, das Zelt abzubauen, dass es noch ein bisschen trocknen kann. Hoffen wir, dass die Sonne gut rauskommt. Und dann machen wir uns auf zur nächsten Station. Wir wissen zwar nicht genau, wo es hingeht, aber wir fahren einfach mal drauf los. Und das ist doch mal ein bisschen Adventure-Reisen, würde ich sagen. So muss das sein. Nicht wahr, Walle? Ja, Mann. Okay, Zelt zusammengepackt und jetzt geht's weiter auf der Route. Stückchen einfach in dieselbe Richtung, die wir gestern schon gefahren und zurückgefahren sind. Gucken wir mal, ob wir was zum Frühstücken finden. Ja, das bei dieser traumhaften Aussicht. Also da hinter uns der andere See jetzt tatsächlich. Wie der spiegelt, ist wirklich wunderschön. So,
es ist Frühstückszeit und jetzt gönnen wir uns Amandasi mit Amandasi. Also, let's go. Die sind verdammt lecker. So, auf einem Weg, der teilweise kleiner war als das, sind wir jetzt bis zur Landzunge gefahren. Von einer sozusagen einer Halbinsel, die in den See hier reingeht. Und ja, schauen uns jetzt noch ein bisschen hier um und genießen diesen fantastischen Blick, dieses fast 270 Grad Seepanorama. Also das schon stark. Da hinten schauen gerade noch die Vulkane raus. Das zeige ich euch gleich mal. Und ansonsten, kann man das hier wirklich genießen. Und es ist wirklich beeindruckend auch, wie viele Vögel hier plötzlich sind. Also ist eine Menge los an Fluggetier. So, nach einer schönen Siesta-Mittagspause geht es jetzt weiter zum nächsten Ort. Nyamugali ist das Ziel. Mal sehen, ob wir das bis dahin schaffen oder nicht. Nice! So, ich bin jetzt schon im Zelt. Wir haben das jetzt ganz schnell aufgebaut. Wie ihr hört, ist hier auch ganz viel Leben um uns, weil es ist auch was ganz Besonderes. Wir sind in einem Dorf auf einer Wiese und das ist da relativ besonders, dass man quasi ein Zelt dabei hat. Also wahrscheinlich viele haben das noch nie in ihrem Leben gesehen, deswegen kommen sie alle, um sich das mal anzuschauen. Und wir haben auch mit denen gespielt auch. War richtig cool und jetzt werden wir uns betten, zur Ruhe legen und dann schlafen gehen. Guten Morgen, wir sind nun wieder da, wo die Reise angefangen hat. Vom Sonntag habe ich tatsächlich nicht mehr so viel aufgenommen. Im Grunde ist auch nicht mehr so viel passiert. Wir sind auf Asphaltstraßen zurückgefahren, haben dann gefrühstückt und das war es im Grunde auch nach dem Sonnenaufgang. Trotzdem war das gesamte Wochenende eigentlich irre schön. Wir hatten es wirklich gut bei den beiden Zwillingsseen erst, dann in unserem Zelt mit Feuer. Am nächsten Morgen der Sonnenaufgang natürlich. Die Fahrt über die Dirt Roads am nächsten Tag. Anschließend dann bei den Sümpfen den schönen Ausblick genossen. Ja, wieder das Zelt aufgeschlagen und erneut ein wirklich
anderen, aber wieder einen sehr schönen Sonnenaufgang erlebt. Und ja, es war wirklich ein fantastischer Ausflug. Wir haben viel von Ruanda gesehen, vor allem vom Norden. Es war ein bisschen frisch manchmal nachts, aber das gehört eben zum Zelten dazu und es hat mir große Freude bereitet. Ich denke, es war nicht das letzte Mal, dass ich das getan habe. Werde ich mich nun verabschieden und sage #EmbraceHappiness und bis zum nächsten Mal.